Willkommen zum CleverKey Getting Started Video. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr CleverKey-System in Betrieb nehmen können, in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Zuerst kontrollieren Sie bitte, ob Sie alle Komponenten erhalten haben. Alle Komponenten sind auf dem Lieferschein abgehakt und die einzelnen Schlösser sind über die Referenz Ihren Türen zugeordnet. So können Sie die Boxen den korrekten Türen zuordnen. Sie haben Gateways erhalten, allenfalls digitale Knaufzylinder oder andere Schlösser. Falls etwas fehlen sollte oder etwas unklar ist, bitten wir Sie, sich bei uns zu melden. Los geht's! Bitte nutzen Sie Ihr Smartphone und die Kamera-App, um den ersten QR-Code eines Gateways zu scannen. Es erscheint der Getting Started Wizard, den Sie durch den Setup-Prozess begleiten wird. Starten Sie mit Create Account, um einen neuen Administrations-Account zu erstellen. Dazu Name und E-Mail-Adresse eintragen und ein passendes Passwort. Drücken Sie Create und verifizieren Sie Ihren neuen Account, indem Sie auf dem E-Mail, das Sie erhalten, auf Verifizieren klicken. Das ist bei mir erfolgt. Sie können nun nochmals den QR-Code vom ersten Gateway scannen und sich dann einloggen über Sign-in. Dazu wieder dieselben Daten verwenden wie vorhin. Sign-in und dann im nächsten Bildschirm einen Organisationsnamen festlegen. Typischerweise verwenden Sie dann als Organisationsnamen den Firmennamen. Zusätzlich müssen Sie die Berechtigung anwählen, damit wir die Daten verarbeiten können und drücken auf Add. Es erscheint dann der Dialog, wo Sie einen Gateway-Namen festlegen können. Bei mir ist das der Gateway, der ins Erdgeschoss kommt. Sie drücken auf Add. Es öffnet dann der nächste Screen, wo Sie das WLAN konfigurieren können im Gateway. Dazu können Sie die CleverKey App installieren, hier über den blauen Link aus den verschiedenen App Stores. Eine Anleitung, wie das dann erfolgt, sehen Sie hier und wir zeigen Ihnen das exemplarisch hier für die iOS App. Bei Android funktioniert das dann analog. Also klicken Sie auf Install CleverKey App, Sie gelangen in den App Store, wo Sie dann die App laden können. Nach dem Download klicken Sie auf Open. Wenn die App geladen ist, drücken Sie auf Sign in, Continue und loggen Sie sich wiederum mit der E-Mail-Adresse ein. Passwort und einloggen. Sie müssen dann noch Bluetooth-Zugriff gewähren über den folgenden Dialog, Allow, und schon sind Sie eingeloggt in der App. Sie können dann nachher oben rechts auf das Icon klicken. Es öffnet sich der Dialog, wo Sie dann im Bereich der Firma hier auf Gateways klicken können und Sie sehen dann nachher Ihr Gateway, den Sie vorhin der Organisation hinzugefügt haben. Wählen Sie diesen aus und gewähren Sie der App Zugriff auf den Standort. Dies ist erforderlich, damit wir die Bluetooth-Signale vom Gateway empfangen können. Sie können dann entweder hier über den blauen Link das verbundene WLAN direkt auswählen oder den Netzwerknamen bzw. die SSID hier in dieses Feld eintippen. Ich übernehme das Netzwerk und trage das Passwort ein. Wenn Sie dann auf Set Wi-Fi Credentials klicken, werden die Daten in den Gateway übertragen und Sie müssen jetzt nur noch prüfen, ob nach spätestens 10 Sekunden die LED am Gateway grün blinkt. Dann ist alles in Ordnung. Falls dies nicht der Fall sein sollte, können Sie
auf dem nächsten Bildschirm dann im Wizard auf den Link klicken, wo Sie zu einer Anleitung gelangen, wo die möglichen Fehlerquellen beschrieben sind. Bei mir blinkt der Gateway nun grün und kann dies mit Yes Close abschließen. Somit habe ich einen konfigurierten Gateway und kann nun wieder zurück in den Onboarding Wizard wechseln. Wie bereits erwähnt, hier unten finden Sie den Link zum Hilfeartikel, der Sie unterstützt, falls eben die LED nicht grün blinken sollte. Üblicherweise ist das der Fall, wenn nicht ein 2,4 GHz Netzwerk ausgewählt wurde. Drücken Sie hier auf Close und Sie sollten dann sehen, dass der Gateway EG mit dem Internet verbunden ist. Das ist hier der Fall. Als nächstes können wir ein erstes Schloss hinzufügen. Dazu wieder in die Kamera-App wechseln und den QR-Code scannen, der auf dem Schloss ersichtlich ist. Sie gelangen in den Add-Lock Wizard, wo Sie einen Namen eintragen und nun in einem nächsten Schritt auswählen, wie die Türe konfiguriert ist. Das ist wichtig, damit wir Ihnen eine bestmögliche Information liefern können, ob die Türe verriegelt oder nur geschlossen ist. Dazu wählen Sie oben aus, ob außen an der Türe ein Knopf, eine Türstange oder ein Türgriff vorhanden ist. Bei mir ist das ein Türgriff und ich habe kein selbstverriegelndes Panikschloss installiert. Ich wähle Save und ich wähle den Gateway aus, den ich vorhin hinzugefügt habe. Link. Und im nächsten Bildschirm sehen Sie dann, dass das Schloss mit dem Gateway verlinkt ist. Das ist dieses Symbol, aber das Schloss noch nicht online ist. Das liegt daran, dass die Schlösser, wenn Sie die erhalten, eben mit einer Batteriefahne versehen sind, die Sie dann natürlich zuerst entfernen müssen. Das mache ich hier. Das Schloss ertönt auch und blinkt in entsprechenden Farben. Sie können nachher die Kappe über das Zylindergehäuse führen und diese beiden Stifte hier eindrücken, damit Sie die Kappe komplett schließen können. Dies ist nur möglich, wenn der Knaufzylinder noch im Batteriewechselmodus ist. Das ist bei Auslieferung der Fall. Sollten Sie die Stifte nicht eindrücken können, kann das übers Portal dann nachher wieder gemacht werden. Dazu können Sie den sogenannten Service Mode öffnen, der hier über die 3 Punkte erreichbar ist, über das Kontextmenü. Dort können Sie den Batteriewechselmodus anwählen, damit lassen sich die Stifte wieder eindrücken. So, als nächstes sehen wir eben hier, dass das Schloss verbunden ist mit dem Gateway und dass es online ist. Nun können wir optional noch Smartcards oder Schlüsselanhänger hinzufügen. Sie haben bei jedem Schlüsselanhänger oder bei jeder Smartcard haben Sie wiederum einen QR-Code dabei. Das mache ich jetzt noch. Ich wechsle wieder in die Kamera-App und scanne den QR-Code der Karte. Oben wähle ich CleverKey Smart Card. Ich kann noch den Namen der Karte editieren, wenn ich das möchte. Standardmäßig ist das die ID der Karte. Ich wähle Add und schon erscheint auch die Karte hier unter Smart Cards. Die Karte kann dann später einem Benutzer zugeordnet werden. Nun möchte ich, bevor ich das Schloss montiere an der Türe, die Funktion vom Schloss testen. Dazu kann ich unten auf Berechtigungen tippen und dann über das Pluszeichen das Schloss auswählen, das ich vorhin hinzugefügt habe, und meinen Benutzer. Als nächstes sehe ich hier, kann ich eine Permanentberechtigung erteilen oder ein Zeitprofil. Ich mache mal ein Permanentprofil und ich kann auch zulassen, dass die Berechtigung über den Browser geöffnet wird. Das ist erforderlich, damit wir nun das Schloss einfach über den Browser testen können. Der Büromodus muss mit Vorsicht gewählt werden. Es eignet sich vor allem für Innentüren, für persönliche Büros. Es eignet sich in der Regel nicht für Außentüren. Sie können da über das Fragezeichen zusätzliche Informationen anzeigen. Wählen Sie Erteilen,
damit die Berechtigung synchronisiert wird mit dem Schloss. Das ist jetzt der Fall, die Berechtigung ist synchronisiert und somit kann ich nun über den Browser das Schloss öffnen. Dazu wechsle ich über das Menü oben links auf Meine Berechtigungen und sehe nachher die Berechtigung für diese Bürotüre. Wenn ich dann jetzt auf diese Berechtigung klicke und den Dialog quittiere, öffnet das Schloss. Man hört ein Geräusch, das dies bestätigt. Somit ist die Funktion vom Schloss bestätigt und ich kann das Schloss einbauen. Die Montageanleitungen für den Einbau der einzelnen Schlösser und Laser finden Sie in den Kommentaren oder zum Schluss vom Video hat es einen QR-Code. Sie können nun auch die Öffnung der Schlösser über die App testen. Dazu schließen Sie den Dialog und wechseln wieder in die Hauptansicht der App. Sie können den Bildschirm noch aktualisieren, indem Sie nach unten ziehen, falls die Berechtigung noch nicht erscheint. Das ist jetzt der Fall und Sie können einfach auf die Berechtigung klicken, um das Schloss zu öffnen. Auch das hat geklappt. Somit ist das erste Schloss nun online und der Gateway ist online. Sie haben eine Karte hinzugefügt, die Sie dann auch Ihrem Benutzer noch zuordnen können, um diese auch noch zu testen am Schloss. Und Sie sind fertig mit Ihrem ersten Schloss. Weitere Informationen zu den Funktionen vom Clever Key System zum Portal finden Sie im Onboarding-Video. Den Link dazu ebenfalls in den Kommentaren oder zum Schluss von diesem Video als QR-Code. Als nächstes können Sie ein Abo lösen, damit Sie unbegrenzt Berechtigungen erteilen können. Dazu können Sie auf den gelben Balken klicken hier. Sie gelangen dann direkt ins Abo-Menü. Sie sehen hier, aktuell habe ich ein kostenloses Abo, was eben limitiert ist auf 2 Benutzer. Und Sie können über diesen blauen Button hier, können Sie dann nachher den Abokauf starten. Für Business-Anwendungen eignet sich der Professional Plan, ausschließlich für Non-Profit oder Vereine eignet sich der Community Plan. Sobald der Plan abgeschlossen ist, haben Sie dann unlimitiert Anzahl Berechtigungen. Die Berechtigungen werden dann jeweils Ende Monat abgerechnet. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, sei es über support@cleverkey.com oder telefonisch.